Herzlich willkommen zu meiner 5. Deutschstunde. Wir haben wieder Freitag. Wo ist die Woche geblieben? Was erwartet uns heute? Wir gucken natürlich noch einmal zurück auf die letzte Stunde. Dort haben wir uns mit der Pluralbildung mit E beschäftigt, ohne Umlaut. Das werden wir anhand des Übungsblattes noch einmal durchgehen. Dann gibt es einen kleinen Lerntipp von mir, um anschließend in das eigentliche Thema einzusteigen. Und zwar heute geht es um die Pluralbildung mit ER, auch ohne Umlaut. Es wird wieder ein Übungsblatt geben, das dann die Basis bildet für die Besprechung in der nächsten Stunde. Und natürlich einen kleinen Ausblick, was uns in der nächsten Zeit erwartet. Ich hoffe, es hat jeder mitbekommen, mir ist leider ein Fehler unterlaufen. Es ist in meinem letzten Video, in dem es um das Plural E ging, ein Fehler unterlaufen, und zwar, es wurde ein falsches Übungsblatt eingeblendet. Ihr konntet euch allerdings nur das Richtige runterladen, wenn ihr auf den Link gegangen seid zu Google Drive, um auf meinen Ordner zu kommen. Und ich habe euch auch unter das Video selber nochmal das richtige Übungsblatt gepackt. Es tut mir leid, ich hätte es besser kontrollieren sollen. Aber dieses Übungsblatt nehmen wir jetzt heran, um die Pluralbildung mit E noch einmal zu wiederholen. Ich mache es in der altbekannten Weise. Ich werde langsam die Sätze vorlesen, euch die Pause geben, damit ihr selber laut und langsam und deutlich sprechen könnt. So, ich starte. So, es fängt an mit: Der Hund ist treu. Die Hunde sind treu. Der Tag ist schön. Die Tage sind schön. Der Arm ist stark. Die Arme sind stark. Der Tisch ist groß. Die Tische sind groß. Der Stift ist blau. Die Stifte sind blau. Der Schuh ist neu. Die Schuhe sind neu. Das Heft ist dünn. Die Hefte sind dünn. Das Spiel ist spannend. Die Spiele sind spannend. Das Pferd ist schnell. Die Pferde sind schnell. Der Ring ist teuer. Die Ringe sind teuer. So, ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass das Verb im Singular in der dritten Person immer ist und dass das Verb im Plural in der dritten Person immer sind heißt. Das Adjektiv glücklicherweise bleibt immer gleich, aber aus der oder das
im Singular wird im Plural die. Es folgt also immer einem Muster. Kommen wir zum kleinen Lerntipp. Da in jeder neuen Sprache Buchstabenkombinationen existieren, die wir in unserer Muttersprache nicht haben, fällt es uns schwer, diese auszusprechen. Was kann man tun? Es mag euch zwar etwas komisch anmuten, aber meine Empfehlung geht dahin, stellt euch vor den Spiegel, sprecht laut und beobachtet, wie sich euer Mund formt und wohin sich eure Zunge legt. Das hilft, Blockaden von vornherein gar nicht erst entstehen zu lassen, und ihr könnt euch besonders im Vergleich dann mit einem Muttersprachler viel besser einschätzen und euch an die Sprachmelodie vor allen Dingen auch gewöhnen. Eine weitere Möglichkeit wäre, in ein Mikrofon zu sprechen und sich da selber anzuhören, was man gesagt hat. Dann hat man nochmal eine andere Art der Kontrolle. Es ist so, ihr müsst es ganz, ganz oft wiederholen und auch ich wiederhole diese Bitte immer wieder. Am Anfang ist es so, als würde man sich durch einen Dschungel mit der Machete schlagen. Aber jedes Mal, und bis ihr diesen Satz mehr aussprecht und jede Übung mehr, führt dazu, dass diese Straße immer breiter wird. Also vom engen Pfad im Dschungel nachher zum gut gepflegten Spazierweg in einem Wald. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, der Pluralbildung mit ER ohne Umlaut. Das sind glücklicherweise viel weniger Substantive, wie wir das in der letzten Stunde gesehen haben. Die passen also eigentlich auf ein Blatt und ich habe sie in 2 Gruppen unterteilt. Ihr findet in grün die sehr gebräuchlich im Deutschen sind, und gelb unterlegt die weniger gebräuchlich sind. Ich werde sie gleich vorlesen. Vorher werde ich euch noch die Regeln kurz einblenden. Aber es gilt das, was ich schon so oft gesagt habe. Da es so viele Ausnahmen gibt, legt die Regeln beiseite, lernt einfach die Substantive in der Singular- und in der Pluralform als Päckchen zusammen. Ich starte wieder mit den Worten und lasse euch eine Pause zum Nachsprechen. Es geht los. Das Brett, die Bretter. Das Ei, die Eier. Das Feld, die Felder. Das Gesicht, die Gesichter. Das Kind, die Kinder. Das Kleid, die Kleider. Das Lied, die Lieder. Das Nest, die Nester. Das Rind, die Rinder. Das Schwert, die Schwerter. Jetzt kommen wir zu den Substantiven, die nicht so häufig vorkommen. Das Biest, die Biester. Das Geschlecht, die Geschlechter.
das Gemüt, die Gemüter. Das Gespenst, die Gespenster. Der Geist, die Geister. Das Lied, die Lieder. Das Regiment, die Regimenter. Das Schild, die Schilder. Und hier ist eher das Straßenschild gemeint. Der Ski, die Skier. Das Viech, die Viecher. Es ist letztendlich nur ein Vorschlag. Ihr könnt eure Gewichtung so legen, wie es für euch am besten passt. Mein Vorschlag ist einfach, die blauen Unterlegten zuerst zu lernen. So für die, die sich mit den Icons ein bisschen schwer tun, weil die ja nicht immer so ganz eindeutig sind, füge ich euch noch ein Blatt bei mit der Übersetzung in alle 3 Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch. Ich gehe jetzt mit euch die Adjektivliste durch. Auch hier seht ihr die Übersetzung ins Englische, Französische und Italienische. Ich lasse wieder eine kleine Pause, nutze sie zum laut Nachsprechen. Ich starte. Schön, lang, frisch, groß, freundlich, glücklich, rot, klein, scharf, wild, männlich, ruhig, gruselig, klug, geschlossen, berühmt, neu und frech. Ich werde in unregelmäßigen Abständen solche Adjektivlisten immer wieder einfügen, sodass sich euer Wortschatz immer stärker erweitert. Ihr könnt das Video ja an dieser Stelle mehrfach laufen lassen, um auch mehrfach diese Adjektive laut zu sprechen. Das wäre mein Tipp. Nachdem wir unsere Adjektivkenntnisse etwas erweitert haben, wollen wir mit den Substantiven, die den Plural mit ER bilden, ohne Umlaut, noch 10 Sätze bilden. Auch hier lese ich wieder vor, mache die obligatorische Pause. Ich starte. Das Kind ist glücklich. Die Kinder sind glücklich. Das Bild ist schön. Die Bilder sind schön. Das Ei ist frisch. Die Eier
sind frisch. Das Feld ist groß. Die Felder sind groß. Das Kleid ist rot. Die Kleider sind rot. Das Lied ist schön. Die Lieder sind schön. Das Nest ist klein. Die Nester sind klein. Das Gesicht ist freundlich. Die Gesichter sind freundlich. Der Geist ist klug. Die Geister sind klug. Der Ski ist neu. Die Skier sind neu. Damit euch die Hausaufgabe gleich etwas leichter fällt, habe ich euch einen Satzbaukasten hier eingefügt. Also, das Substantiv im Singular hat immer den Artikel der, die oder das. Und das Verb sein ist immer in der dritten Person Singular ist. Das Adjektiv bleibt immer gleich. Im Plural gibt es nur den Artikel die. Und dann wird aus dem Verb sein in der dritten Person Plural sind. Und auch hier ist das Adjektiv immer gleich. Kommen wir jetzt zum Übungsblatt. Das ist diesmal zweigeteilt. Im ersten Teil geht es nur darum, das Substantiv in seine Pluralform zu setzen. Im zweiten Teil wird es ein klein bisschen schwieriger. Hier zeigt euch das Icon, ob es sich um die Singular- oder die Pluralform des Substantivs handelt. Ihr müsst hier die richtige auswählen und auch das Verb in die richtige Form setzen, also entweder dritte Person Singular oder dritte Person Plural. Nehmt euch hier den Satzbaukasten zur Hilfe. Anhand dieses Übungsblattes werden wir nächstes Mal die Pluralbildung ER wiederholen. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Nächstes Mal geht es mit der Pluralbildung EN weiter. Eine schöne Woche noch und vielen Dank fürs Zusehen.